Téged aztán nem könnyű megtalálni. Már azt hittem megtalálni. Jemand, der ewig gejagt wird, weiß, wie er seine Spuren verwischt. Also, was genau willst du hier? Őrzöl 3 kártyát, amit el kell pusztítsam. Die Macht dieser 3 Karten ist so unglaublich gigantisch, dass noch kein Lebewesen sie vernichten konnte. Ich persönlich habe sie verbrannt und zerrissen, aber sie haben sich immer wieder neu materialisiert. Wenn du nur deswegen so weit gereist bist, ist es besser für dich, wenn du sofort umkehrst. Allerdings möchte ich dich auch nicht enttäuschen. Als Wächter dieser 3 Karten ist es meine Pflicht, jede Herausforderung anzunehmen, die diese Karten betreffen. Számomra nincs otthon, amíg azokat a kártyákat nem jelzem. Ha nem adod őket magadtól, akkor közjük megjelzni. Gut, so möge es geschehen. Ich werde dir beweisen, dass ich der wahre Beschützer der ägyptischen Götterkarten bin. Én kezdem. Akkor kezdek is. Először is aktiválom Miklancsot. Vagyis idéztetek a paktumból egy rocketsárkányt, én pedig autórocketsárkányt választom. Ezután aktiválom a One for One, vagyis kidobok a temetőbe egy lávábalba, és kijátszok egy egyes szintű szörnyet a paktumban. Én pedig Anesthesia-ról választom. Ezután kijátszom Devilish Dragot, és képességével visszaveszem a temetőből Glóban. Szinkronidézés! Elküldöm a temetőbe a 4-es szintű tunel Devilish Dragot, és hozzá a nem tunel Autorocket Dragot, és megidézem a 7-es szintű Clearing Dragot. De még nem fejeztem be. Az 1-es szintű Glóban és a 7-es szintű Clearing Dragon tovább szintózom, és megidézem a 8-as szintű Crystalline Dragon. Jöhet. Schön, und los geht's. Ich aktiviere den Topf der Begierden. Indem ich die obersten 10 Karten meines Decks aus dem Spiel entferne, kann ich 2 neue Karten ziehen. Als nächstes aktiviere ich Nachbarsgras ist grüner. Jetzt muss ich so lange Karten von meinem Deck auf den Friedhof schicken, bis ich genauso viele Karten in meinem Deck besitze wie du. Dann aktiviere ich die Melodie des erwachenden Drachen. Indem ich Orkut den Unbarmherzigen abwerfe, kann ich gleich 2 Exemplare von dem dunkelsten Diabolos direkt von meinem Deck auf die Hand nehmen. Dadurch kann ich nun den Zahlungsname aktivieren. Indem ich meinen dunkelsten Diabolos auf den Friedhof abwerfe, kann ich 2 weitere Karten ziehen. Felőlem az egész pakinat ülletett, egyik sem veszik el a versenyt az én szinkronságát. Etwas Geduld, mein Freund. Eine gute Strategie. Benötigt ihre Zeit. Und jetzt beschwöre ich Sanga. Aber das war nur ein kurzer Besuch. Denn ich biete ihn als Tribut an, um Monster-Tor zu aktivieren. Das bedeutet, indem ich Sanga als Tribut anbiete, kann ich jetzt Karten von meinem Deck aufdecken, bis ich eine Monsterkarte ziehe. Und wenn ich eine Monsterkarte ziehe, kann ich sie sofort als Spezialbeschwörung beschwören. Perfekt. Ich werfe 3 Zauber- und Feldkarten ab, um diese hier zu beschwören. Mein unglaublich mächtigen Wächterengel Johann. Und da Sagan als Tribut angeboten wurde, aktiviert sich der Effekt von Dunkelster Diabolos aus meinem Friedhof. Állj! Aktiválom Crystalline képességét, megállom a Diabolos effektjét, nem jön vissza a Grémből. Ha, aber nicht Sangans. Durch seine Fähigkeit erhalte ich weiße Magierin Picoro von meinem Deck auf die Hand.
Aber das war noch nicht alles, denn jetzt aktiviere ich Wiedergeburt. Erscheine. Oh Gott, der Unbarmherzige. Und warte, bis du seine Fähigkeit gesehen hast. Jetzt kann ich einmal pro Spielzug durch seinen Effekt 3 Würfel werfen. Und je nachdem, was ich werfe, kann ich seinen Effekt aktivieren. Also los. Sehr gut. 5, 3 und nochmal 3. Das bedeutet, Orgots Angriffspunkte steigen auf 1100. Und durch seinen Effekt, weil ich zweimal eine 3 geworfen habe, kann ich noch 2 neue Karten ziehen. Zeit zum Angriff. Orgot, eliminiere Annes Raketendrache. Annes Raket wieder elpusztult. De a Sufi Squad miatt visszatott egy lapot. Zum Abschluss lege ich noch 3 Karten verdeckt ab. Und das war's fürs Erste. Annes Raket wieder elpusztult, de ezért a körülvégén viszont egy másikat is le kell kapni, valami pedig Ragnarok is meg lesz. Húzok! Aki állat előbb került lapot. Skip drop. Vagyis, ha elpusztított egy Ragnarok egy sárkányt, akkor húzhatok helyette a pakliból 2 lapot. A Sufi Squad miatt húzhatok egy harmadik lapot is. Mezőlapot aktiválok. Boot Sector Launch. Augenblick, ich kette meine Falle an. Mehrfach-Zerstörung. Das bedeutet, jetzt legen wir beide unser gesamtes Blatt unter unser Deck zurück und im Ausgleich dürfen wir 5 neue Karten ziehen. Nun gut, das kostet mich 300 Punkte pro Karte. Dafür weißt du jetzt aber nicht mehr, was ich auf der Hand halte. De a trükkeid csak az időt húzzák. Aktiválom a mezőlapom képességét. A Boot Sector Launch miatt a temetőből idézhetek egy rocket sárkányt, az pedig a Ragnarok sárkányt. Ezután a kezemből kijátszom Gateway Dragon, az ő képességet, hogy speciálisan idézhetek egy 4-es, vagy kisebb szintű sötét sárkányszörnyet. Én pedig kijátszom Metal Rocket Dragon. Ideje egy exéz idézésnek. Átfedésre hozom a 3 4-es szintű sárkányomat. És megidézem Evil Swarm Uroboros! Damit hast du den Effekt von verschwundener Wind aus meinem Friedhof ausgelöst. Wenn du ein Monster als Spezialbeschwörung beschworen hast, kann ich sie sofort auf meiner Spielfeldseite setzen. Nem te sem. Aktiválom a Stamping Destruction, vagyis elpusztítom a Last Ring-et, és 500 év pont veszteséget. Emellett eltávolítok egy átfedés egységet Uroborosomból, és Orgot visszakerül a kezembe. Most pedig megtámadom Kristallwinggel, Zsolt! Ich aktiviere nämlich das hier, einen weiteren verschwundenen Wind. Dadurch werden nicht nur die ATK deines Monsters halbiert, sondern auch noch der Effekt annulliert. Und da Joan deinen Kristallflügel-Synchrodrachen zerstört hat, aktiviert sich ihre Fähigkeit. Das bedeutet, weil der Drache 3000 Angriffspunkte hatte, erhöhen sich meine Lebenspunkte um denselben Wert. De még nincs vég. Aktiválom a szévét, vagyis kidobom a kezemből a kék szemű hósárkányt, és húzhatok 2 vég. De még nincs vég. Aktiválom a szörnyébresztőt, vagyis visszahívhatom a követőből a kék szemű hósárkányt. Was? Der blauäugige weiße Drache? Aber es gibt nur 4 davon auf der ganzen Welt. Tamash hat 3 und die 4. ist verschollen. Wo hast du sie her? Nem csak tervező titkokat súlyok, és nem csak látva kapjuk. Lefordítok egy lapot, és Ha! Ein weißer Drache wird definitiv nicht reichen, um an meinen Monstern vorbeizukommen. Ich aktiviere jetzt eine weitere Inzahlungnahme. Das bedeutet, indem ich einen weiteren dunkelsten Diabolos abwerfe, kann ich abermals 2 Karten ziehen. Als nächstes aktiviere ich die Zauberkarte Beschwörungswürfel. Das bedeutet, indem ich auf 1000 Lebenspunkte verzichte, kann ich einen weiteren Würfel werfen. Ausgezeichnet, eine 5.
Das bedeutet, Orkot der Unbarmherzige kann uns wieder Gesellschaft leisten. Und als nächstes aktiviere ich seinen Effekt. Das bedeutet, ich kann wieder Teilwürfel werfen. Eine 4, eine 6 und eine 5. Das bedeutet, Orkots Angriffsstärke steigt auf 4000 Punkte. Und als nächstes beschwöre ich einen weiteren Sangan. Joel, greif seinen Ouroboros an. Állj! Aktiválom a csodálat! Stormy Mirrorhoz! Minden mezőlévő lapot visszakerül a padra. Wie erwartet. Dies wird nicht reichen, um dich zu verteidigen. Denn ich decke meine Falle auf. Laune des Tyrannen. Indem ich Sangan als Tribut anbiete, bleiben alle Monster auf meiner Spielfeldseite von Falleneffekten unberührt. Dein Ouroboros ist vernichtet. Und dank Jones Effekt erhalte ich abermals Lebenspunkte in Höhe seiner ATK. Akkor képtelmezek, hogy Exakt. Nun kann er sich vom Friedhof spezial beschwören, da Sangan als Tribut angeboten wurde. Komm hervor, Dunkelsat Jadala, Herr der Höhle. Und da Sangan als Tribut angeboten wurde, kann ich durch seinen Effekt auf einen Stufenfresser von meiner Hand hinzufügen. Akkor felelősség. Orkot, beseitige seinen weißen Drachen und Diabolos, greif ihn direkt an. Am Ende meines Zuges lege ich noch 2 Karten verdeckt ab. Es ist unmöglich für dich, das Duell zu gewinnen. Engem nem olyan. Húzok! Aktiválom a mezőlapon képességét. Visszahívhatom a temetőből. Metárok, Magnarok, Annette Rocket Dragon. Ich drehe meine Falle um. Metaversum. Sie lässt mich den Spielfeldzauber Höhle der Finsternis von meinem Deck aus aktivieren. Nem hagyom, hogy visszaszítassak. Átfelésbe hozom a két 4-es szintű sárkányomat. És megidézem Dark Rebellion Exil Dragon! Ich aktiviere eine vernichtende Falle, kraftvoller Virus. Da dein neuer Drache 2000 Verteidigungspunkte hat und dank meines neuen Spielfeldzaubers kann ich nun deinen Drachen als Tribut anbieten, als wäre er mein eigenes Monster. Jetzt wird jedes Monster auf deiner Spielfeldseite und in deiner Hand mit 1500 Verteidigungspunkten oder mehr sofort zerstört. Das bleibt so lange so, bis zu deiner drittnächsten Endphase. Akkor aktiválom a második skipdrop. Vagyis elpusztítom Annette Rocket Dragont és húzhatok 2 lapot. Aktiválok egy második Supiscore-ot. A köröm végén pedig kapok egy Magna Rocket Dragont a Klingon és egy Torment Rocket mezőlapod miatt védekezőbe. Jöhetsz. Du hast gut gekämpft, aber es wird Zeit, Schluss zu machen. Mein Zug! Als erstes aktiviere ich Magischer Pflanzer. Indem ich auf meine Laune des Tyrannen verzichte, kann ich 2 Karten aus meinem Deck ziehen. Als nächstes spiele ich dann Kostenverringer. Dadurch kann ich meinen Stufenfresser auf den Friedhof abwerfen und wenn ich das tue, werden die Stufen aller Monster auf meiner Hand bis zum Ende des Spielzuges um 2 Stufen reduziert. Und jetzt aktiviere ich Stufenfressers Effekt aus meinem Friedhof. Indem ich Jones Stufe um 1 reduziere, kann ich Stufenfresser als Spezialbeschwörung von meinem Friedhof aufrufen. Zeit für eine Normalbeschwörung. Ich biete Stufenfresser als Tribut an, um einen alten Freund zu beschwören. Komm hervor, mächtiger, Ms der Unendliche. Aber das Beste kommt erst noch. Da mein Stufenfresser als Tribut angeboten wurde, kann ich jetzt auch meinen zweiten, dunkelsten Diabolos als Spezialbeschwörung von meinem Friedhof beschwören. An dieser 5-fachen Hürde kommst du nie vorbei. Orkot, aktiviere deinen Effekt.
Großartig. Durch die Würfelergebnisse steigen deine ATK auf 4100. Und jetzt, Joan, vernichte seinen Metallraketendrachen. Viszont a két szupiszkod miatt úszhatott 2 napot a pakliból. Es geht noch weiter. Los, Hermes, zerstöre seine Spielmarke. Tut mir leid, Fremder, aber deine Reise ist hier und jetzt zu Ende. Diabolos, erledige ihn. Úgy fest a lefordított lapjainkban nem. Was? Aktiválom a csapdámat. Yang Ying Yun. Ezután jön a lényeg. Aktiválom a Rainbow Black. Vagyis, ha kidobom neki Stamping Destruction, akkor minden szörnyeddel támadnod kell, de minden szörnyed támadása hozzáadódik az életedhez. Das nenne ich ein nettes Comeback. Na schön, ich setze 2 Karten verdeckt ab und beende meinen Zug. Én jövök. Húzok. Tudtam, hogy nehéz dolgom lesz veled mától, de nem tudtam, hogy bizonyom már. Aktiválom a Full Charge-ot. 5000 életpontnál. Visszahívom. Crystal Rington, Clear Wind Crystal Dragon, Honest Rocket Dragon, Magna Rocket Dragon és Global Bound. Halt! Ich aktiviere Grinsegrapvirus. Indem ich dein Kristallflügel als Tribut anbiete, musst du 6 Karten von deinem Deck auf den Friedhof schicken. Dein Deck ist so gut wie ausgelöscht. Így vagy, mint a Détaviszont. Aktiválom a kezembe lévő utolsó skiprom. Vagyis elpusztítom a Honest Rocket Dragon és a 2 Szapiszkorddal együtt összesen 4 napot. Az 1-es szintű Global és a 4-es szintű Magna Rocket Dragon szinkronizálnak IT High-Carry Brain. Utána a Global Ballot visszahívom a temetőből a képességével, és összesítőzom az 1-es szintű Honest Rocket Dragon. 2 szinkronszörű képességeivel visszatott 2 napot. Ezután a köröm végén szetelek 2, és kapok egy token a temetőből. Mein Zug. Und jetzt? Ebben a körben ne számítson mindenre sőt. Aktiválom a Twin Fister, vagyis dobok neki egy lapot, és elpusztítom az átkozott mezőlapodat, meg a szetelviszont. Meine Karten sind weg. Aktiválom a második csapdámat. Call of the Hunter, vagyis visszahívom a temetőről a korábban odamillen Yang Ying fiat. Itt lép életbe a Yang Ying csapda második képessége. A te körülben is szinkronizálnak egy Yang Ying szörnyet. Vagyis kiállít, és az 1-es szintű token összeszinkrózom, és megidézem Samsarát, Dragon of Reverse-t énekeljük. Sehr gut gemacht. Pedig a főmutatványon még csak most jött. Nézd csak, összeszinkronozom. Formula szint, TG High-Carry Brain, és Samsarát, és megidézem a 12-es szintű Cosmic Bazaar Dragon. Na schön, mach deinen Zug. Zeig mir, was du drauf hast. Húzom. Aktiválom én is a Egyiptemtől. El tudom a temetőről kolozékat, vagyis húzhatom 2 napot. Aktiválom a mezőnap, mivel 3-mal több napot van, visszahívok 3 Rocket Dragon a temetőt. Visszahívok Magna Rocket Dragon, Honest Rocket Dragon és Metal Rocket Dragon. A 2 4-es szintű Rocket Dragon összeír mindenben. És lehívom King Dragon és én. Most viszont aktiválom a Dragon's Mill. Eltávolítok 5 sárkányt a temetőmből, és megidézem az 5 fejlésest. 5-köpfiger Drache? Most pedig aktiválom a Clove of Hell, vagyis elpusztítom Honest Rocket Dragont és megidézem Black Dragon's Curve, amit ráaktiválok Jimmy. Jim körül pedig leveszek egy materiált, hogy megidézzük a temetőmből egy sárkát, én pedig visszahívom a kék szemű hósárkát. Der weiße Drache und der 5-köpfige Drache? Diese Karten gehören einem Duellanten namens Lahey. Sag mir, wie ist dein Name?
Jó ellenfél volt felállítva, de most befejezkedik. Aktiválom a Raidekit, vagyis minden szörnyet pusztít. Jin, üst ki! Nicht so hastig. Ich aktiviere den Effekt von meiner zuvor auf den Friedhof geschickten elektromagnetischen Schildkröte. Dieses Monster beendet deine Battlephase sofort, ohne Wenn und Aber. Eltávolítom a környéki kozmikgazát és megállom a képességét. Most pedig újra támadok a szörnyeimmel. Vége! An deiner Stelle wäre ich mir da nicht so sicher. Alles, was ich benötige, ist eine Karte, um dich zu erledigen. Und deshalb werfe ich diese Karte hier ab. Göttin der süßen Rache. Wenn ich diese Karte auf den Friedhof schicke, solange ich keine Karte auf dem Feld oder in meiner Hand habe, kann diese Karte alles vernichten, was sich in ihrer Gegenwart befindet. Und wenn ich das getan habe, kann ich ein Monster meiner Wahl als Spezialbeschwörung von meinem Deck aufrufen. Erhebe dich, mächtige Chaosjägerin! Nem baj. A köröm végén visszakapom Cosmic Blazát, és lefordítok 4 napot. Ha az örökké valóságig kell küzdjök ellenet Spirkó, akkor is letűznek. Wie du willst. Aber solange ich hier bin, wirst du die Götterkarten niemals bekommen. Ich ziehe! Denk am besten gar nicht erst daran, den Effekt deines Drachens noch einmal einzusetzen. Denn meine Chaosjägerin verhindert dies. Ich aktiviere der Anfang vom Ende. Durch das Verband von 5 Finsternismonstern aus meinem Friedhof kann ich 3 neue Karten ziehen. Bereit? Dann ist es Zeit für den lustigen Teil. Ich aktiviere Boogie-Falle. Indem ich jetzt 2 Karten von meiner Hand auf den Friedhof abwerfe, kann ich eine Fallenkarte von meinem Friedhof auf das Spielfeld setzen. Aktiválom a csapdát, valódi halottást. Visszahívom a teremtőből, Krisztálról. Da er nun abgeworfen wurde, aktiviert sich der Effekt von meinem Ganashia. Krisztál mindjárt megfog. Die Aktion ändert rein gar nichts. Ich decke jetzt meine Fallenkarte auf. Ausgleichendes Urteil. Da ich weniger Karten als du kontrolliere, kann ich ganze 4 Karten aus meinem Deck ziehen. Und eine davon ist die Karte Antikes Blatt. Indem ich auf 2000 meiner Lebenspunkte verzichte, kann ich jetzt 2 weitere Karten ziehen. Und als nächstes aktiviere ich dann Rückkehr der Waffenherren, um einen alten Freund zurückzuholen. Diabolos, ich rufe dich vom Friedhof zurück. Und als nächstes mache ich aus Chaosjägerin ein Stufe 6 Monster, damit ich Stufenfresser vom Friedhof wieder auferstehen lassen kann. Zeit für das große Finale. Ich aktiviere Sturmkraft der Monarchen. Jetzt kann ich eins deiner Monster als Tribut anbieten, als wäre es mein eigenes. Und die Karte, die ich jetzt gleich spiele, wird dir glatt die Sprache verschlagen. Ich opfere meinen dunkelsten Diabolos, meinen Stufenfresser und deinen Kristallflügel Synchrodrachen. Und alles, um ihn zu rufen, den allmächtigen Avatar des Bösen. Du dachtest, mit den 3 Götterkarten musst du einfach umgehen und verschwinden. Nun, jetzt stelle dich einer leibhaftigen. Und jetzt pass gut auf. Die Stärke meiner Kreatur ist immer 100 Punkte höher als die Monster mit den höchsten Artkarten auf dem Spielfeld. Darüber hinaus verbietet sie dir für 2/4 deiner Spielzüge Zauber- oder Fallenkarten zu aktivieren. Und wenn ich so einen Blick auf dein Deck werfe, würde ich schätzen, dass du nicht mehr so viele Züge hast. Es lächelt. Weiter geht's. Da Monster auf meiner Spielfeldseite als Tribut angeboten wurden, kehrt Diabolos abermals durch seinen Deck auf das Spielfeld zurück. Und jetzt opfere ich ihn, um Zielverbesser zu aktivieren. Durch diese Zauberkarte kann ich ein Stufe 8 Monster als Tribut anbieten und dafür nochmal 2 Karten ziehen. Und
Und zuletzt aktiviere ich Gedankengang. Jetzt such dir eine Stufe aus. Mivel úgyis van egyszer, hogy ezt meg akarsz megnézni, azt mondom, hát ez. Fast, Ronny, fast. Das Monster, das ich gezogen habe, ist Stufe 8. Und somit sag Hallo zu meinem Schlussmonster. Der große Jupiter. De hisz annak alaknak a képessége, Ganz genau. Indem ich noch 2 Karten abwerfe, kann ich deinen kosmischen Blaserdrachen an meinen Jupiter ausrüsten. Das heißt, mein Jupiter erhält die ATK deines Drachen. Und gleichzeitig verstärkt er damit auch die ATK meines Avatars. Weißt du, ich muss zugeben, dass es eine Weile her ist, seit ich mit einem Duellanten wie dir gekämpft habe. Aber die Würfel sind gefallen. Ich muss immer noch die Götterkarten beschützen. Jetzt, meine Monster, erledigt ihn endgültig!